Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo ihr Lieben und willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Ich bin ein bisschen verschnupft und angedetscht, nicht erschreckend. Ja, ihr könnt am Anschluss noch dranbleiben für eine kleine Wochenbotschaft. Danke für die lieben Kommis, für die Likes, für die Spenden an alle nochmal, für die Super Thanks. Und jetzt schauen wir weiter, was das Wochenorakel für das Kollektiv an Themen mitbringt. Die Möglichkeit, sich neue Türen zu öffnen, eventuell eine Nachricht, die Sicherheit mitbringt, ein stabiles, ausgewogenes Gefühl in der Liebe, Nachrichten, die das Herz erfreuen, eine Woche, wo vielleicht auch die Liebe eine Rolle spielt, wo man sich um Herzensangelegenheiten kümmert, wo die Verliebtheit irgendwie wieder gespürt wird oder wo man sich auch neu verlieben kann. Ich sehe hier so ein bisschen Zähigkeit und Belastung im häuslichen Bereich. Hier können Schwierigkeiten sein oder Sachen, die Umbruch erfordern. Gleichzeitig ist es aber auch etwas, wo ein Umbruch so passiert, dass es auf Dauer an Schwere verliert. Es kann hier sein, dass man Dinge klärt, die haben mit Verträgen im häuslichen Bereich zu tun, zum Beispiel, oder auch im Prinzip das Beziehungsleben hier wieder auf eine neue Stufe hebt. Ich habe hier so Möglichkeiten, die sich noch auftun, auch aus einer Verstrickung rauszukommen, bei allem Verbindlichen. Ich habe eher das Gefühl, es ist so erleichternd, man lässt etwas weg und hat dadurch irgendwie eine bessere Qualität, mit Leichtigkeit nach vorne zu gehen. Das Gegenüber liegt hier im Haus des Sarges drin, nicht erschrecken, das ist die Umbruchsphase. Das ist das, wo man von einer Akzeptanz in die andere geht und es endet hier damit, sich neue Türen zu öffnen. Ich traue mich fast gar nicht mehr zu sagen. Hier liegen die schicksalshaften Neubeginne. Das ist das Haus des Kindes. Ja, es können auch Kinderthemen sein, die hier involviert sind. Kinder, die neu beginnen. Kinder, die im Prinzip eine Veränderung herführen in ihren Lebensbereichen. Eigentlich bestätigt es aber, dass die Veränderungen, auch wenn sie sich jetzt schwierig anfühlen, am Ende Erleichterung mitbringen. Ja, wir selber gucken auf Veränderungen karmischer Dinge. Die haben mit dem Beziehungsleben zu tun, die haben mit allen Kreisläufen zu tun. Die nagen auch etwas an einem. Und es gibt eventuell viel aufzuklären, an viel Info ranzukommen, sich Info zu holen vielleicht auch. Ich habe, und das finde ich jetzt sehr schön, wir hatten das doch auch, ich glaube, im letzten Orakel mit den 14 Tagen, dieses karmische Prüfung, eine Prüfung im Leben bestehen. Das habe ich hier hinter uns liegen. Es kann die Partnerschaften betreffen oder das Leben an sich. Oder auch herausfordernde Themen, die mit Kindern zu tun haben oder mit Freundschaften aller Art, ne? Ich habe jetzt hier eine Veränderung, die hat auch mit den Finanzen zu tun. Die Finanzen liegen hier im Haus der Störche. Sie spiegeln mit der Sonne, das ist schon mal gut. Ich habe auch hier die Treue am Geld dran, ja. Schattenthemen, die Konflikte mitbringen, die aus dem Bereich Mangel kommen. Irgendwie ein bisschen mehr in den Hintergrund gehen.
das, was jetzt hier hinter uns liegt oder die Erfahrungen, die wir jetzt die letzten 1, 2 Wochen gemacht haben, jeder auf seine ureigene Art und Weise, sind im Prinzip eine große Lebenserfahrung. Ne? Auch etwas, aus dem wir in Zukunft wieder schöpfen können, wenn es herausfordernde Zeiten gibt. Ne? Ich habe hier den Berg, die Lebensblockade, die Schattenthemen im Haus der Mäuse drin. Die Maus nagt den Berg weg und habe hier das fortkommenden Flow in der Spiegelung. Es kann ja auch sein, dass eins eurer Kinder hier verreist. Kann hier auch im Bereich der Vitalität sein. Und an sich, egal was ihr mit Kindern habt, die liegen hier im Haus der Blumen drin, gucken hier auf eine andere Qualität, auf ein anderes Ausgeglichensein. Es geht darum, Hindernisse, die auch aus dem Arbeitsbereich kommen, zu überwinden. Für viele zeigen sich jetzt im Moment neue Situationen in der Arbeit, auf der Arbeit, Wechsel im Thema Arbeit, die halt eben auch Herausforderungen mitbringen können. So, jetzt kommt das Haus. Das Haus legt sich hier ins Haus der Ringe rein. Hier haben wir im Haus des Hauses die Belastungen, die Änderungen, die irgendwie mit dem Thema Vertrag, Vertraglichkeit zu tun haben. Hier geht es vielleicht auch um Geld, die mit der Häuslichkeit, Gelder, die mit der Häuslichkeit verbunden sind. Hier kann man irgendwo einen Konflikt auch beenden, wenn es einen gab. Hier ist im Prinzip sehr viel mit Neubeginn. Ne? Wir haben hier im Hause der Nachrichten, des Briefes, der Kommunikation, die Kinder drin, die Neubeginne in der Spiegelung, die Verträge, hier die Familienthemen und oben hier auch das Glück, das Fortkommen, die kleineren Bereiche, die angezeigt werden. Ich habe trotz allem hier Entscheidungen am Geldhaus dran, neue Wege, neue Optionen, die zur Verfügung stehen. Ich habe Personen dabei, tatsächlich. Einmal habe ich hier eine Dame, das kann jetzt jemand aus der Familie sein, die hier wesentlich mit den Finanzen mit dranhängt. Es können auch Eltern sein, wer noch welche hat. Entscheidungen, die für Eltern getroffen werden oder einfach die Bewegung in die Finanzen, in finanzielle Veränderungen mit reinbringen, die irgendwas in Gang setzen. Und das sind neue Möglichkeiten oder auch Chancen und Optionen, die finanzielle Größe ein bisschen zu heben, da einen Kampf auch zu beenden. In der im Berufshaus ist egal, in welcher Kategorie du arbeitest, da hast du die Auflösung von Unklarheiten auf einem relativ, haben wir, schnellen Weg. Plötzliche Klarheit, auch hier die Berufskarte nochmal schön mit der Sonne, mit den Finanzen und auch mit vielleicht einem speziellen Kollegenumfeld drin. Irgendwie auch so ein bisschen eine Erleichterung an der Berufskarte dran, da hat man wieder mehr Energie zur Verfügung. Es kann ja sein, dass einige von euch eine Prüfung besteht hier im beruflichen Bereich, etwas dazulernen, Wissen ansammeln, das sie weiterbringt. Ja, das Blöde ist halt jetzt, in unserem Haus liegt die Sense drin. Also wenn etwas kommt, dann dürfen wir vielleicht mit schnellen Umbrüchen rechnen, aber auch mit dem schnellen Erfolg.
Aber ich habe hier auch die Familienthemen, wo so Wunden gezeigt werden, die genesen dürfen, die aber zugleich eine Schwierigkeit rausnehmen. Es geht um emotionale Blockaden, Lebensblockaden. Das ist nichts, was man so mal schnell hat, sondern das hat man. Das ist schon verwurzelt. Guckt euch das mal an. Der Goldfisch mit dem Thema Reichtum. Es ist wahrscheinlich so der innere und äußere Reichtum gemeint. Gucke gerade noch mal drauf. Hier ist das Haus der Sonne. Da liegen die Ämter und Behörden mit drin. Mit der Nachricht, mit den Blumen. Aber auch mit einer gewissen Regelung oder Kurskorrektur in eine andere Richtung. Und ich habe, das gilt auch für die Selbstständigen, hier die Aufträge, die guten Nachrichten, die Blockaden der Vergangenheit eben wieder ins Wachstum bringen. Ja, der Goldfische steht hier für einen Segen, den wir empfangen. Ein neuer Flow setzt ein, das haben wir hier, die Hindernisse werden überwunden. Die Welt trägt dich oder uns. Letzte Woche hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, die Kartenlegerin ist wohl sehr verblendet oder so, wenn sie immer von Glück und Reichtum spricht. Ich kann es nicht ändern, die Karten fallen raus. Ich blockiere solche Kommentare, die bewertend sind oder die einmal kurz reinhören oder nur die Überschrift lesen, keine Ahnung vom Kartenlegen haben und dann irgendwelche Aussagen treffen, blockiere ich sofort. Da habe ich mittlerweile ein dickeres Fell. So, der Goldfisch kündigt ein Segen an, Lebensfreude, irgendwo klopft das Glück an. Man kann mit dem Beistand des Himmels rechnen. Man darf sich auf Freude fokussieren und sich auch so getragen im Fluss des Lebens fühlen, in den Flow kommen. Die Karte sagt auch, dass wir erhört worden sind von oben. Diese Goldfische sagen, gib nicht auf, mach weiter, du bist auf dem besten Weg für dein Glück. Möge das, was dir am meisten Spaß und Freude bereitet und was dir in deinem Herzen wichtig ist, ein Wegweiser sein. Hier, die Herzensangelegenheiten. Ja. Der Segen des Himmels ist mit dir, du schwimmst auf der richtigen Welle. Na dann, kann ich nur hoffen, dass mir das diesmal auch mal gehört. Nehmen wir noch eine, dann dürft ihr nachher noch auswählen. Die Freude. Der Kolibri verspricht uns hier eine angenehme Zeit. Da dürfen Geselligkeit und Dinge, die uns Freude bringen, sein. Wir müssen nicht immer gedrückt und unglücklich sein. Wir brauchen auch nicht warten, bis irgendwas besser wird, um dann erst glücklich zu sein, sondern das Leben verändert sich ja immerzu und man sollte sein Glück auch in die Hand nehmen. Der Lebenszweck besteht auch nicht darin, unglücklich zu sein. Man darf ein bisschen seine Grenzen schützen, man muss nicht alles auf einmal machen, aber man darf anfangen damit. Glück verbreitet sich auch, das heißt, man darf die anderen mit anstecken. Hier ist ein bisschen eine Woche der Regeneration, mehr Offenheit für Veränderungen, die das Glück im Augenblick anzeigen. Stark bleiben, Freude finden, alles wird gut. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich drücke euch bis bald und wer jetzt noch will, bleibt dran für eine kleine persönliche Botschaft.
Hier bin ich wieder. Hurra, hurra. Machen wir die Stapel zum Auswählen für einen Impuls für die Woche. So, dann wollte ich noch eine Karte von der Nadine nehmen. Und dann können wir loslegen. Okay, was nehme ich denn? Ich nehme spontan rechts. Und wie immer fange ich mit dem an, was ich wähle. Also, wir haben den goldenen Finger. Hier ist die Möglichkeit, dass wir das, was wir jetzt beginnen, einfach zu Gold machen können. Haben wir jetzt auch die letzten Zeiten schon öfters gehört mit dem Skarabäus, ne? Und hier darf man öfters mal ausbrechen, etwas Neues tun. Nicht den Alltag immer wieder drehen und immer wieder diese Eintönigkeit haben, sondern tatsächlich mal ganz neue Dinge probieren. Natürlich mit der Alchemie zusammen ist es auch etwas, was dir wieder Fruchtbarkeit bringt, und wenn es nur menschlich ist. Ja, hier haben wir das neue Heim. Ja, das ist mir jetzt gar nicht recht. Wir haben ja diesen Wasserschaden und hier ist vielleicht etwas, was nach Umzug aussieht, oder dass man sich innerhalb des Zuhauses neu strukturiert oder tatsächlich an einem anderen Ort sein sollte. Bitte um das, was du möchtest. Hier ist die Pusteblume drauf, ne? Wir haben die Möglichkeit, einen Wunsch auszusenden, etwas zu manifestieren, mitteilen, was man braucht, also es aussenden. Die Eiche. Hier geht es darum, dass man im Einklang ist in der Kraft, dass man die männliche und die weibliche Seite gut zusammen vereint. Die Stärke auch, die man braucht, um die Dinge durchzustehen. Und hier ist sehr viel Verwandlungsenergie für seine eigene Welt. Wir haben hier die Möglichkeit, uns einen Traum zu verwirklichen. Und wir haben hier den Superhelden. Böses wird bekämpft, hat keine Chance. Man hat eine zündende Idee. Man bekommt Hilfe in einer heiklen Situation. Ein schnelles Ereignis. Oder für jemanden die Kohlen aus dem Feuer holen. Gucken wir, was die Vögelchen noch sagen. Die Schnepfe. Veränderungen kündigen sich an, die je nach persönlicher Lebenssituation und aktuellen Ereignissen unterschiedlich sein können. Es könnten jetzt einschneidende Änderungen im Arbeitsleben anstehen. Also hier glaube ich, dass man tatsächlich auch so einen guten Punkt kriegt, wo man versucht, eine Situation, die sehr eintönig ist, in ein bisschen mehr Abenteuer zu kreieren, sich selbst, ne?
hier mit Unterstützung und mit der eigenen Kraft. So, dann gucken wir jetzt die andere Seite an. Was habt ihr Schönes? Hier habt ihr auch Zeit, um Möglichkeiten zu erkunden. Das habt ihr sogar zweimal, sehe ich gerade. Informiere dich neu. Ne? Hier braucht man irgendwo neues Wissen. Man holt es aus Büchern. Man braucht vielleicht auch einen Rat. Info ist wichtig, um Dinge in die Veränderung zu kriegen. Es kann jetzt hier an all die Selbstständigen gehen oder aber auch mit dem Thema Unabhängigkeit zu tun haben. Und eben diese magischen Möglichkeiten in diesem Bereich. Emotionale Genesung, sehr wichtig. Hier ist ein bisschen Herzöffnung, das haben wir im großen Blatt auch gesehen. Hier sind die Schmerzen der Vergangenheit ein bisschen weg und man kann wieder die Segnungen in Liebe empfangen. Die unerwartete Wende kann sein, wenn sich etwas plötzlich dreht, braucht man eben auch mehr Infos. Und ihr habt das Efeu, da geht es um die Vergänglichkeit. Ja? Ich bin, ich war, ich werde sein. Alles ist mit allem verbunden. Es kann das eine nicht ohne das andere existieren. Und man kann damit Frieden schließen und in Freiheit weitergehen. Also habt ihr hier die magischen Möglichkeiten und hier das magische Glühwürmchen. Da kommt ein bisschen mehr Orientierung in euer Leben. Möglicherweise leuchtet man auch, der Alltagszauber ist da, ne? Man strahlt innerlich wieder. Man kann ja aber auch ein Leuchtturm für andere sein. Man hat vielleicht auch so eine magische Ausstrahlung, hat man ja auch manchmal. Der Wellensittich. Ich bringe dir Lebendigkeit, Leichtigkeit, Herzensfreude und Vergnügen. Ich erinnere dich an die reine Freude am Dasein. Veränderungen im Privatleben und auch im familiären Umfeld kündigen sich an. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich drücke euch und bis zum Sonntag.